Heute besuchen wir die Insel Neuwerk, welche mit der Bahn via Cuxhaven erreicht wird. Vom dortigen Strand ist Neuwerk bereits zu sehen. Eine einmalige Fahrt mit dem Wattwagen führt uns zur Insel. Das Weltnaturerbe Wattenmeer reicht von den Niederlanden über Deutschland bis nach Dänemark. Und mittendrin liegt die zur Stadt Hamburg gehörende Insel Neuwerk. Die einmalige Landschaft und Ökosysteme finden sich nur hier. Personen, die bei Niedrigwasser durch das Watt gewandert kamen, haben nach ihrer Ankunft auf der Insel die Möglichkeit, eine Fußwaschanlage zu benutzen. Das bedeutendste Bauwerk der Insel ist zugleich das älteste Hamburgs, der Leuchtturm. Auch wenn das Leuchtfeuer schon lange erloschen ist, kann man von der etwa 40 Meter hohen Aussichtsplattform die Umgebung genießen. Von praktisch jedem Hotelzimmer oder Frühstücksraum kann man in die grandiose Natur sehen. Über wenige Treppenstufen erreicht man die Deichkrone, von wo aus man das Vorland der Insel sehen kann. Bis in die jüngste Vergangenheit waren Salzwiesen durch intensive Nutzung geprägt. Kurz gefressene, monotone Golfrasen, regelmäßige Grabenstrukturen und Grüpparbeiten bestimmten das Bild des Vorlandes. Vor allem für Vögel ist die Insel Neuwerk ein echtes Paradies, ist sie doch beständig hochwasserfrei und damit ein wichtiges Rastgebiet. Zeitweise befinden sich über 20.000 Weißwangengänse auf Neuwerk. Nachdem sie den Sommer in Sibirien verbracht haben, sind sie erst wieder im Herbst zu sehen. Der Nationalpark-Grundsatz Natur Natur sein lassen schließt ein Eingreifen des Menschen aus. Im Vordergrund steht die natürliche Dynamik in ihrer Vielfältigkeit. Aber diese Unberechenbarkeit der Wildnis macht vielen Angst und doch suchen Menschen immer wieder die unberührte Natur. Wildnis. Denn gerade hier findet der Mensch den Orientierungsrahmen für viele Werte seiner Gesellschaft. Die oft beklagte Seelenlosigkeit der Industriegesellschaft steht damit auch im Zusammenhang mit dem bewussten Zerstören von Wildnis. Bisher wurden über 300 Vogelarten im Nationalpark nachgewiesen. Die Insel stellt außerdem aufgrund ihrer Biotopvielfalt eine wichtige Landmarke für ziehende Singvögel dar, die hier bei widrigen Wetterbedingungen Zuflucht suchen. Viele Singvögel nutzen die zahlreichen Gehölze des Innengrodens zur Rast während der Zugzeiten. Unterschiedlichste Arten haben hier ihre Brutplätze und ihre Kinderstuben. Daher wird jeder, der zur Brutzeit nach Neuwerk kommt, darum gebeten, sich während seiner Spaziergänge behutsam zu bewegen. Seehunde lassen sich äußerst gut beobachten, während sie auf den Sandbänken vor der Insel eine kurze Pause einlegen. Menschen gibt es auf Neuwerk nicht viele, denn hier wohnen nur etwa 30 Einwohner, deren Versorgung überwiegend von durch das Watt fahrende Traktoren übernommen wird. Dagegen gibt es Kormorane, genau wie Möwen, in Hunderten. Man kann sie praktisch überall auf der Insel beobachten. Aber auch kleinere Vögel sind auf der ganzen Insel zu sehen. Mal sitzen sie auf der Wiese, mal auf dem Zaun. Natürlich sollte man den Vögeln nicht zu nahe kommen, denn anders kann man sie nur noch beim Wegfliegen erleben. Die Renaturierung der Flächen in der Zone 1 hinter dem Sommerdeich startete 2003 mit der Aufgabe der Weidennutzung und 2004 mit dem Wiederanschluss der Flächen an die Gezeiten. Die Ostbarke ist eine historische Landmarke. In ihrem Ursprung stammt die Ostbarke aus dem Jahre 1635. Sie diente bis in das 20. Jahrhundert den Tonnenleger zur Orientierung in der Elbmündung. Im Nationalpark kann sich die Salzwiese nun frei entwickeln. Die natürlichen Salzwiesen mäanderieren Priele und können sich dadurch verlagern. Neuwerk ist mit etwa 3 Quadratkilometer Größe recht überschaubar, sodass nahezu die gesamte Insel während eines Tages gründlich erforscht werden kann. Jeder Besucher Neuwerks sollte sich die Zeit nehmen, die Ausstellung im Nationalparkhaus zu besuchen. Denn hier gibt es alle Informationen zur Natur rund um die Insel. Auf dem Weg zurück nach Cuxhaven ist eine Wattwagenfahrt ein echter Höhepunkt und ein einzigartiges Erlebnis. Mit hochbeinigen Pferdenwagen geht es während der Ebbe über den Meeresgrund der Nordsee durch die einmalige Landschaft des Naturerbes Wattenmeer. Nach einer etwa 70-minütigen Fahrt ist unsere Reise nach Neuwerk beendet. Und damit endet auch dieser kurze Film. Bis zum nächsten Mal.